Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video schauen wir uns gemeinsam den Pössl Summit 540 an. Nicht als Shine, nicht als Prime, einfach als ganz normalen, richtig schicken Summit 540. Coole Außenfarbe, unauffälliges Äußeres, richtig schickes Holzdekor, Grundpreis 38.000 und ein paar zerquetschte Euro. Was ihr dafür bekommt und was für Ausstattungsmöglichkeiten es gibt, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Also, erstmal für euch ein paar Eindrücke von dem Auto, was uns heute erwartet, und dann sehen wir uns gleich wieder mit allen Details zum Summit 540 von Pössl. So, ihr habt einen ersten Eindruck von dem Summit 540 gewonnen. Ich denke, das ist schon ein schickes Auto, man kann sich so ein bisschen auf das freuen, was wir uns heute anschauen. Für diejenigen, die uns schon ein bisschen länger folgen, denen sollte klar sein, den Pössl Summit gibt es in ganz verschiedenen Varianten. Wir haben hier den normalen Summit, so wie er ursprünglich mal erfunden wurde sozusagen, und inzwischen gibt es verschiedene Derivate. Es gibt zum Beispiel den Pössl Summit 540 Prime. Da habt ihr hier oben Skyroof und ein bisschen anderes Holzdekor. Das zeige ich oder erzähle ich auch drinnen nochmal, wo sich die Unterschiede ausmachen. Für diejenigen, die sich dazu die Videos angucken wollen, verlinken wir euch einfach jetzt oben in der Ecke schon mal das Video zum letzten Pössl Summit 540 Prime. Und ganz neu, jetzt auf der Messe in Düsseldorf zuletzt vorgestellt, ist der Pössl Summit 540 Shine. Da haben wir auch ein Video zu, das verlinken wir euch am besten auch. Dann können wir das schon mal abhaken. Da sind übrigens auch vor allem in dem Video vom Summit 540 unglaublich viele Maße, Fakten und all solche Dinge mit drin. Und ich will euch in dem heutigen Video gar nicht so sehr langweilen mit Zentimetermaßen. Wir checken nachher mal das Bettmaß und vielleicht nochmal die Stehhöhe, aber viel mehr ins Detail sollten wir nicht eingehen. Von außen kann man eigentlich nicht erkennen, was das hier für ein Fahrzeug ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Video für euch rüberkommt. Das ist heute ein heller, super schöner, oh, ich habe meinen Müll verloren. Ein heller, super schöner, herbstlicher Spätsommertag. Da wirkt das Auto fast weiß, aber das ist die Außenfarbe Campovolo Grau oder Grigio Campovolo, wenn ihr es auf die italienische Originalnamensgebung reduzieren wollt. Ein Auto, was total schick aussieht, und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir komplett auf das Dekor verzichtet haben. Das heißt, er ist im Prinzip von außen nicht zu erkennen, ob es ein selbst ausgebautes Fahrzeug ist, ob es ein Lastrada, ein Westfalia, ein Pössl ist. Wenn er im Stadtverkehr steht, ist es ein total schickes, unauffälliges Auto. Durch das Weglassen des Dekors kommen aber auch die Sachen, die wir gemacht haben, gut zum Tragen. Zum einen habt ihr die Seitz-Rahmenfenster, das sind die S4 Rahmenfenster, die hat jeder Pössl Summit. Das sind super hochwertige, schöne Fenster mit einem richtigen eigenen Innenrahmen und einfach mit der schönen, bündigen Optik von außen, was immer wieder gut gefällt. Und das, was wir danach gemacht haben, ist das Auto abzusichern. Wenn man nämlich so ein schönes Fahrzeug irgendwo im Stadtbild abstellt, und das ist bei den 540er Reisemobilen relativ häufig der Fall, dass man irgendwo stadtnäher wohnt, muss man dafür sorgen, dass er auch am nächsten Tag noch dasteht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die kleinen Details, die wir gemacht haben. Ich habe schon einen Schlüssel in der Tasche. Perfekt. Wenn wir das Auto absichern, die Grundidee, also ihr müsst eigentlich bei jeder Absicherung für euch immer überlegen, möchte ich das Auto absichern gegen Diebstahl? Möchte ich das Auto absichern, dass niemand reingeht und meine Sachen rausholt, vor allem im Urlaubsbereich? Oder möchte ich das Auto absichern, wenn ich selber drin schlafe, um mich selber wohler zu fühlen? Und das sind eigentlich alles unterschiedliche Wege der Absicherung. So ein bisschen haben wir das in einem anderen Video gezeigt. Link da oben in der Ecke. Aber das, was wir hier gemacht haben, ist in meinen Augen so ein bisschen der Einstieg in jede Absicherungswelt. Und zwar haben wir von Heosafe so ein Vent Solution Set verbaut. Das läuft so, dass wenn ihr das Auto abschließt, die Tür zugemacht wird und man von innen einfach den Drehriegel hier vordreht. Der hakt dann hier in der B-Säule hinter. Das heißt, wenn jemand auf die Idee kommt, das Auto aufzubrechen, kann er die Tür trotzdem nicht aufmachen. Wenn man will, kann man das noch zusätzlich mit dem Schlüssel abschließen. Dann kann man auch nicht mehr die Scheibe einschlagen und das Ding dann aufmachen. So, wenn die Tür verschlossen ist,
muss ich natürlich selber noch rauskommen. Gehe durch die Schiebetür raus und wir haben hier auf der Schiebetür ein zusätzliches Schloss verbaut. Und wir können es verdrehen, damit es da drüber ist. Das heißt, auch jetzt kann ich die Tür nicht mehr öffnen, weil die hier dagegen drückt. Und genau das gleiche Schloss haben wir hinten auf der Hecktür auch nochmal. Bei jeder Absicherung, die man macht, egal ob Alarmanlage, Bärlock, solche Schlösser, muss einem immer klar sein, wir verbessern die Situation, aber jemand, der böse ist und Zeit hat, wird die Hindernisse überschreiten. Es ist aber eine super gute Abschreckung und zumindest in unserem Kundenkreis ist damit, wenn die Kunden die Schlösser benutzen, noch kein Auto weggekommen. Und Diebstahl von Reisemobilen ist leider ein großes Thema. Also macht euch bei eurem Fahrzeug auf jeden Fall Gedanken darüber. Ich bin schon mal bewaffnet. Einer der Punkte, die jeder für sich selber entscheiden muss, ist Markise, ja oder nein. Wenn ja, welche? Und Markise oder Sonnensegel, da sind viele Fragen und das ist auch immer typabhängig von euch. Wie ihr so reist, was ihr vorhabt, was ihr unterwegs machen wollt und bei den größeren Autos nachher auch ein Gewichtsthema, weil der kleine Eumel da oben, je nachdem wie lang es ist, irgendwo zwischen 30 und 35 Kilo wiegt und das ist halt schon ein Brett. Jetzt haben wir hier bei so einem Summit 540 überhaupt kein Gewichtsproblem, das schauen wir uns nachher aber die Gewichtsbilanz nochmal genau an. Deswegen kann man hier die Markise auf jeden Fall drauf machen. Ich empfehle letztendlich bei fast allen Farben eine Markise mit einem schwarzen Gehäuse. Jetzt haben wir hier bei Thule, heißt das Anthrazit, das ist schwarz und das ist sicherlich auch eine sehr schöne, gute Markise. Wir kurbeln die mal raus, dass ihr eine Idee davon habt, wie das Ganze aussieht. Im Prinzip einmal so weit kurbeln, bis man vernünftig rankommt und dann sind hier zwei Arme dran, mit denen ich die Markise abstützen kann. Das mache ich mal einmal auf der Seite hier und einmal auf der anderen Seite. Und wenn die Markise dann abgestützt ist, einmal den Fuß arretieren. Zack. Jetzt könnte man, wenn man nicht so einen steinigen Boden hätte wie hier, das Ganze mit Erdnägeln auf dem Boden fixieren. Und wenn es nicht zu windig ist, fahren wir jetzt das Ganze nochmal weiter raus, dass ihr eine Idee davon bekommt, wie groß so eine Markise wirklich ist. Immer wenn man es weiter rausgefahren hat, mit dem Fuß so ein bisschen hinterherrutschen, dass das alles gut unterstützt ist. Die riecht auch richtig frisch. Das ist das Schöne, wenn man mit Neuwagen sich befasst. Man merkt schon, dass das eine neue Folie ist. So, und das ist jetzt gleich die maximale Auszugslänge, wenn die Arme ganz lang sind. Das ist das Maximum, was die Markise rausfährt. Wir haben jetzt ein 540er Auto, da habt ihr 3,25 Meter Markisenlänge. Man sieht ja vom ersten Punkt, wo es möglich ist, bis hinten zur Ecke des Fahrzeugs. Und in der Dimension haben wir 2,50 Meter Auszug, das heißt Taschenrechner zur Tasche, zur Hand 2,50 Meter mal 3,25 Meter, eine große, überdachte Fläche, Terrasse, die ihr draußen habt. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind. Rechnen wir euch aus, blenden wir jetzt da unten in der Ecke mit ein. Insgesamt ist, glaube ich, eine Markise ein super praktisches Ding, weil sie immer euch einen überdachten Eingangsbereich verschafft, dass ihr trockenen Fußes ins Fahrzeug reinkommt. Und richtig cool wird es, wenn ihr an einer Seite einen Windschutz mit einbaut. Dann hat man fast ein Vorzelt und den kann man links oder rechts ansetzen und dann hat man richtig schön noch eine geschützte Fläche. Und so geht es dann immer gut ins Auto rein. Ja, so sieht unser Summit 540 von innen aus. Das, was ihr hier seht, ist das Holzdekor Eiche Kupfer Bora, kombiniert mit dem Polsterstoff Mindoro. In meinen Augen eine der schönsten Lösungen, die man dem Summit so gönnen kann, weil das wirklich so ein nordisch schick, kühl, modern, aber irgendwie trotzdem gemütlich ist. Und das kombiniert mit den kleinen Accessoires, die dran sind. Vorhänge kann man mögen oder auch nicht, aber ich finde, es strahlt auch eine gewisse Gemütlichkeit aus. Wer es nicht mag, das Ganze ist nur geklettet, könntet ihr auch zu Hause lassen. Und dann kombiniert mit den Lampen, die überall eine indirekte Beleuchtung haben oder richtig hell sind. Und dann, sieht man jetzt im Hellen nicht so, auch dazu nochmal dimmbar sind. Das, was am Summit halt sofort auffällt, ist, dass man für ein 5,40 Meter Fahrzeug hier vorne in der Sitzgruppe echt viel Platz hat. Normalerweise in den 540ern ist das Ganze noch eine ganze Ecke enger und das macht Pösse ganz geschickt, weil die sich mit dem Tisch in meinen Augen einfach eine tolle Lösung haben einfallen lassen. Und zwar ist das ein Tisch, der irgendwie immer da ist und trotzdem immer weg ist, weil er mit wenigen Handgriffen zur Seite geklappt wird und auch schnell wieder zurückgeklappt wird.
Und für das Zwischendurch kann man hier einfach so ein kleines Beistelltischchen rauspacken, dass wenn ihr sagt, ich will nur mal abends ein Gläschen Wein dahin stellen oder zum Kartenspielen zu zweit reicht uns die Fläche oder während der Fahrt einfach eine kleine Fläche zu haben, hat man so einen kleinen Beistelltisch, der richtig cool ist. Von der Größenordnung, damit ihr eine Idee habt, jetzt nehme ich doch Maße, aber es ist irgendwie schon so eine Angewohnheit, 36 mal 32, also schon eine richtig große Fläche und auch mit 2 Stützfüßen hier drunter. Das heißt, das sollte auch relativ robust halten. Und wenn man sagt, jetzt brauche ich aber mehr, dann löst ihr einfach den Gurt hier, nehmt den ganzen Tisch nach oben, rastet den ein und dann hat man hier halt einen richtigen Tisch. Und das Schöne da ist einfach, gerade wenn man so lange Beine hat wie ich, dass hier kein Tischbein ist. Das heißt, ich kann super gut einsteigen. Und gerade wenn ich mir gegenüber sitze, muss ich nicht am Tischbein vorbei, an Bein 1 vorbei, an Bein 2 vorbei und mich so ineinander fummeln, sondern das passt. Und so ist es einfach auch ein schönes Format. Bleiben wir beim Messen. Das steht uns doch gut zu Gesicht. 39 cm in der Breite und hier an der langen Stelle haben wir knapp 86 cm. An der kürzeren Seite sind das, ja, also hier auf der Ecke sind es 74. Ein Tisch, der für 2 Personen auf jeden Fall ausreicht. Was so ein bisschen der Wermutstropfen ist, wenn man so einen Tisch von der Seite rausholen kann, ist, dass wir diesen Schwenkteil, den wir sonst haben, nicht dabei haben. Das heißt, wenn man jetzt wirklich zu viert fährt, kann zwar derjenige, der hier sitzt, eine Ecke ranrutschen, aber richtig dicht am Tisch sitzt er nicht. Aber das Auto ist ja konzeptionell auch eher für 2 bis 3 Personen ausgelegt. Was wir ja immer von den Maßen nehmen, ist so ein bisschen, damit ihr ein Gefühl für die Sitzgruppe bekommt. Wir haben hier einmal unser quasi Referenzmaß zur Nasszellenwand. Das ist ziemlich genau 1 Meter. Das ist für einen 45er echt groß. Und hier auf Tischhöhe bis zur B-Säule haben wir 82 cm. Das ist, glaube ich, ein relativ typischer Wert. Aber insgesamt einfach wirklich eine gemütliche Geschichte. Bevor wir eintauchen in das zweite Highlight, was meiner Meinung nach in diesem Fahrzeug ist, das ist nämlich das Schwenkbad in der Nasszelle, sollten wir uns noch mal ganz kurz über Preise und solche Dinge unterhalten, damit ihr einfach eine Idee habt, was hier vor euch steht. Das Fahrzeug, und wir reden ganz bewusst schon über Modelljahr 22, das hier ist ein 21er Auto, für uns fangen die 22er Autos ja erst demnächst an. Der Summit 540 kostet im Grundpreis als Citroën 120 PS 38.999 €. Als Fiat 180 PS, so wie er jetzt hier steht, das ist nämlich Fiat 180 PS Automatik, also das Ding kann auch richtig was, haben wir 44.700 € im Grundpreis. So wie der Wagen hier steht, haben wir noch ein bisschen mehr Ausstattung mit dabei, nur um euch mal eine Idee zu geben. Das All-In-Paket, das Campo Volo Grau kostet extra. Wir haben Klimaautomatik, Lederlenkrad, Tempomat, zusätzliche Bordbatterie, Markise, Anhängerkupplung, Sicherheitsschlösser, all solche Dinge mit drin. Wenn man das mit dazu nimmt, das Ganze als Fiat 180 PS Automatik, sind wir vom Preis irgendwo in der Mitte der 50er unterwegs. Das ist aber auch für jeden ja individuell. Da statten wir mit euch die Fahrzeuge gemeinsam aus. Und um die Faktenlage einmal komplett zu vervollständigen, da habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet. Die Gewichtsfrage kommt ja auch bei jedem Auto vor. Wir haben aber bei 540ern grundsätzlich kein Problem und beim Summit erst recht nicht. Wir haben eine Masse im fahrbereiten Zustand ohne Option 2680 Kilo. Hier haben wir jetzt 141 Kilo an Extras angebaut. Die schwersten Batzen sind die Markise und die Anhängerkupplung und die zusätzliche Bordbatterie. Wenn man das alles mit reinrechnet, haben wir ungefähr 2820 Kilo Masse fahrbereit. Bei 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sind das 679 Kilo Zuladung, die ihr ernsthaft habt. Selbst wenn ihr mein Format habt und 2 davon seid und Wassertanks voll macht und Wein aus Italien mitnehmt und Steine sammelt und alles cool findet, das reicht auf jeden Fall. So, genug der reinen Fakten. Wir sollten uns der Schönheit dieses Autos widmen und die geht für mich weiter in der Nasszelle. Die Nasszelle, hier schon fast Badezimmer genannt, vor allem für einen 540er wirklich groß. Da macht Pössl 2 Sachen in meinen Augen ganz geschickt. Zum einen haben sie die Nasszellentür als Lamellentür gemacht. Das heißt, wenn ich das aufmache, kann ich den ganzen Raum der Nasszelle wunderbar nutzen, wenn ich mich hier vor der Küche bewege und auch wenn ich mal irgendwo in eine Schublade reingucken will, einen Schritt zurücknehmen. Jetzt habe ich was von der Küche vorweggenommen, das wollte ich aber eigentlich noch gar nicht. Und sie ist auch wirklich nicht im Weg. Und der zweite Kniff, und das ist was glaube ich echt eine tolle Lösung ist,
ist das Schwenkbad. Schwenkbad heißt, ihr habt einfach eine Wand, die auf der einen Seite mit Magnet gehalten ist. Die kann ich in die Hand nehmen und rüberklappen. Und so habe ich eigentlich das Beste aus beiden Welten. Ich habe auf der einen Seite keinen Duschvorhang und auf der anderen Seite eine Toilette, die trotzdem nicht nass wird, wenn ich es rüberschwenke. Das Ganze geht natürlich einher damit, dass man sich auch ein bisschen Raum wegnimmt. Und wenn man jetzt Markus Günther ist und etwas zu viel Kilos auf den Rippen hat, muss man ehrlich sagen, viel Raum ist hier nicht mehr. Zum Glück haben wir eine Dachhaube, sonst würde ich hier nämlich nicht reinpassen. Aber auch im Columbus, das ist jetzt das letzte Auto, wo ich geduscht habe von Westfalia, Duschen in einer Kastenwagen-Nasszelle ist nie die reine Freude. Da geht es um Sauberwerden und das funktioniert hier auf jeden Fall. Man muss jetzt ja auch sagen, wenn ich die Tür zumache, nur dann seht ihr mich ja nicht mehr, dann kann ich hier noch ein ganzes Stückchen weiter nach hinten, weil die Tür natürlich da weg ist. Die meisten Leute sind ja auch kompakter, schmaler, schlanker und kleiner als ich. Und das Schöne ist dann einfach, wenn man es wegklappt oder wieder zurückklappt, ist die Toilette komplett freigegeben und da setze ich mich jetzt auch nochmal mit drauf, dass wir hier auch quasi von der Beinfreiheit genau das gleiche haben. Die Tür geht wunderbar an meinem Knie vorbei. Das ist nicht allzu viel Raum, also viel breiter dürfte ich nicht werden, aber Krafttraining habe ich jetzt kurzfristig auch nicht vor. Ansonsten finde ich hier ein super schickes Waschbecken, schöner Wasserhahn und was man hier euch auch zeigen kann, einmal die Beleuchtung hier und da muss ich doch aufstellen, weil die richtig schöne Beleuchtung ist die dort in der Ecke. Das ist alles hier mit beleuchtet und dann haben wir einen zweiten Lichtschalter für die Deckenbeleuchtung hier oben, also dass man beides hat und so finde ich ist das ja sogar ein ganz gemütliches Interieur. Schöner großer Spiegel. Und was ganz clever gelöst ist mit dem feststehenden Spiegel oben, wirkt das Ganze total großzügig und schön. Ja, und wer die Nasszelle nicht sehen will, Licht aus, Lamellentür vor, passt sich auch hervorragend ein, weil das Matt Silber sich ja überall im Fahrzeug wiederfindet, wo immer man hinguckt. Ja, wenn ihr aus der Nasszelle wieder raus seid, habe ich ja schon gesagt, man hat hier richtig schön Platz, um nach hinten zu gehen und den kann ich nutzen, um euch die Schubladen zu zeigen. Einmal haben wir eine richtig große Besteckschublade. 3 Riesenfächer, 2 kleine, ein ganz kleines. Das ist mehr als in den meisten anderen Autos. Darunter eine Schublade auf schön massiven Auszügen. Alles mit auch hier so einem Softeinzug. Und ganz unten, die ist ein bisschen kleiner, weil da die Kühlschranktechnik ist. Nochmal eine kleine, aber auch robuste Schublade. Die Kühlschranktechnik ist da, weil wir im neuen Modell ja ein bisschen größeren Kühlschrank bekommen haben. Und zwar habt ihr hier einen Kühlschrank, einen von den coolen, der auf der Seite zu öffnen ist und der von der Seite auch zu öffnen ist und man damit eben wunderbaren Zugriff auf alles im Kühlschrank und drumherum hat, von innen und von außen, auch beim Beladen eine tolle Sache. Dadurch, dass der Kühlschrank von vorne drin steht, ist das natürlich ein Raum, den man nicht benutzen kann. Wir haben hier also eine schöne Arbeitsfläche und hinten angrenzend unsere normale Kochfläche mit einem Zweiflammenkocher. Das ist jetzt nicht richtig viel Platz. Also wenn ihr sagt, ich bin Chefkoch und ich will jeden Tag große Menüs machen, dann sollten wir euch eine Gassteckdose mit anbauen, dass ihr eine schöne Outdoor-Küche mit benutzen könnt. Hier ist wirklich Nudeltopf, Soßentopf oder ein großer Topf, ein kleiner Topf und dann seid ihr ganz gut versorgt. Aber alles schön integriert, dass auch wenn man das sauber halten will, wenn jetzt sagt, hier ist was übergekocht, kann man das alles wunderbar auswischen und kann das einfach ins Waschbecken wischen. Einen zweiten Kniff, den Pössl in dem Zusammenhang ziemlich clever löst, finde ich, ist, dass der Raum, der hier ja Kühlschrankwand ist, wo wir keine Schubladen haben können, man einfach gesagt hat, warum sollen wir den verschenken? Wir machen einfach noch eine Zusatzarbeitsplatte hin. Und jetzt muss man wirklich sagen, wenn ich das habe, ihr müsst immer euch auf der Zunge zergehen lassen, wir sind hier in einem 5,40 Meter Reisemobil. Ist hier richtig viel Platz drin, kann ich hier richtig gut arbeiten, habe das gemütlich und das Ganze gefällt und optisch dazu für mich auch noch total ansprechend. Stauraum ist jetzt nicht unendlich viel. Hier haben wir ein kleines Fach. Die offenen Ablagen sind praktisch, ziehen sich auch richtig schön durch ins Bett oder in den Bettbereich, dass wir das mit dabei haben. Und in der Küche hier serienmäßig 230 Volt und 12 Volt als Steckdosen jetzt mit dabei. Also ich denke, die Küche ist für diese Fahrzeugklasse wirklich über jeden Zweifel erhaben. Solltet ihr mehr brauchen, muss das Auto einfach ein Tick größer werden. Und jetzt schauen wir nochmal, was das Bett uns hinten zu bieten hat und dafür gehen wir gleich gemeinsam nach hinten, dass wir ein bisschen Stauraum, Bett und alle Maße dort nehmen können.
Bevor wir hinten in den Stauraum eintauchen, der Wagen hat jetzt hier eine starre Anhängerkupplung von uns bekommen. Warum eine starre Anhängerkupplung? Wir sind der Meinung, dass ihr mit einer starren Anhängerkupplung einfach flexibler unterwegs seid. Der große Vorteil einer abnehmbaren Anhängerkupplung ist halt, wenn ihr sie wegnehmt, ist sie komplett weg. Das macht es hübscher, das gebe ich zu. Der Nachteil der abnehmbaren Anhängerkupplung ist, auf der Höhe, wo sie eingerastet ist sie halt auch dauerhaft. Jetzt haben wir hier eine starre Anhängerkupplung, die ist nur mit den 4 Schrauben geschraubt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einen Fahrradträger kauft, der auf der Anhängerkupplung transportiert werden soll, dann gibt es welche, die hier relativ dick aufbauen. Wenn ich die Tür aufmache, hier ist nicht allzu viel Raum. Also wenn ihr jetzt einen Träger habt, da gibt es von Thule welche, die wirklich groß sind, die hier nicht dazwischen passen, die Tür würde hier gegenhauen. Das wäre ja schade. Dann kann man sich nämlich für kleines Geld einfach einen abgesenkten Kugelkopf kaufen. Die gibt es 1, 2, 3, 5 cm tiefer, also in verschiedenen Höhen. Und damit können wir im Prinzip einen Kugelkopf anbauen, der zu jedem Fahrradträger passt. Und damit kriegt ihr, bei den meisten kann man ja die Fahrräder so wegklappen, damit kriege ich die Tür wenigstens so weit auf. Und das macht es einfach insgesamt ein bisschen flexibler. Aber eine abnehmbare Anhängerkupplung würde natürlich grundsätzlich auch funktionieren. Insgesamt, ich weiß, ich sage es immer wieder, wir haben ein 5,40 Meter Auto und dafür ist das einfach ein echt geiles großes Bett und ein großer Stauraum. Von den Bettmaßen haben wir hier vorne im Oberkörperbereich 1,41 Meter und ich würde mal sagen, hier sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 1,20 Meter. Ja, 1,18. Wir können uns den Spaß mal gönnen. Ich hole uns mal kurz einen Prospekt dazu und wir checken einfach mal, ob das mit den Prospektmaßen übereinstimmt. Sekunde. 1,41 vorne ist richtig. Hier sagt Pösse, Sie messen 1,20. Dann messe ich einfach nochmal nach. 1,19. Auch beim Nachmessen. Aber das lassen wir mal gelten. Und als Länge ist 1,96 angegeben. Das können wir hier auch nochmal rüber messen. Da bin ich auch wirklich gespannt. Ja, 1,95. Also das ist schon, glaube ich, kann man auch grundsätzlich sagen, ist bei allen Herstellern relativ ähnlich. Die Maße sind immer optimistisch angegeben und wenn man das hier, wahrscheinlich ist das, wenn man die Tür zumacht. Ja, von da haben wir dann nämlich deutlich mehr. Da haben wir dann die 1,20. Also das passt auf jeden Fall. Gut, passt auf jeden Fall. Ist ein schönes großes Bett, ist ein Doppelbett. Ihr habt 2 tolle Leselampen. Ihr habt die umlaufenden Schränke, ihr habt am Kopfende die offenen Ablagen, wo man sein Handy und Brille und weiß ich was alles mit reinlegen kann. Das ist eine schöne Sache und was ich auch wirklich schön finde, ist, dass der Stoff sich so gut zum Fahrzeug mit einfügt. Und großes Bett heißt natürlich auch großer Stauraum. Das heißt, wir haben hier von der Ladetiefe 1,9 Meter und in der Breite 1,5 Meter und dann haben wir hier vorne, ich sag mal, an unserem, wo ist mein Laser da? An unserem Eingangsbereich 70 cm und dann unterm Lattenrost, also als wirkliche Ladehöhe, 75 cm. Das ist ein großer Stauraum. Hier passen locker Stühle, Tische, Stand-Up-Paddleboard, vielleicht sogar 1 oder 2 schöne Falträder mit rein. Was liegt hier drin? Einmal haben wir das Bordwerkzeug vom Fiat hier mit drin. Das gehört eigentlich unter den Beifahrersitz. Da haben wir aber bei den Wohnmobilen immer die Batterien, deswegen kommt das raus. Und der Wagen hat jetzt hier noch zusätzlich das Winterpaket drin. Das heißt, das ist die Isomatte, die hier hinten an den Druckknöpfen eingeknöpft wird in den kalten Jahreszeiten. Und auch wenn es heute sonnig und schön aussieht, es wird nachts schon richtig, richtig kalt, sollte man das mit einknöpfen, weil die Türen an sich, egal wie sie isoliert sind, ihr habt die umlaufenden Dichtungen. Und wenn der Wind von hinten auf so eine Transportertür steht, dann merkt man das einfach im Innenraum. Und da ist so eine Isomatte einfach Gold wert. Ja, was gibt es sonst noch zum Summit zu sagen, was wir vergessen haben? Summit, weil das immer wieder Thema ist, den Summit gibt es ausschließlich mit einer Gasheizung. Dieselheizung ist ein absolutes No-Go. Ihr wollt eine Dieselheizung, ihr wollt 5,40 Meter, müsst ihr euch entweder ein Purcell Road Camp angucken oder ein Lastrada Avanti M oder ein Westfalia Columbus oder ein Westfalia Amundsen. Die Links zu den einzelnen Videos schreiben wir euch unten in die Videobeschreibung mit rein, dann braucht ihr nicht lange suchen. Das wäre auch im Großen und Ganzen quasi die Wettbewerbsanalyse, was als Alternativen zu diesen Fahrzeugen in Frage kommt. Wenn ihr nicht so richtig wisst, was für euch kommt, dann macht euch einfach eine Liste mit so 2, 3 kleineren Punkten. Überlegt euch, was für eine Nasszelle hätte ich gern, wie soll die Sitzgruppe sein, wie viel Budget habe ich und was habe ich ungefähr für einen Stil von drin. Weil die Autos zwar auf der Grundrisszeichnung alle gleich aussehen, aber wenn ihr euch die im Detail anschaut und wenn ihr die Liste von 4, 5 Punkten habt, dann werdet ihr das ganz schnell den Gesamtmarkt auf ganz wenige Fahrzeuge reduzieren.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch mit unseren Videos dabei ein bisschen helfen können. Und wenn ihr wisst, welcher es sein soll, dann freuen wir uns auf euch, wenn ihr uns bei uns in Stove besucht oder wenn ihr mit eurer Konfiguration zu uns kommt. Insgesamt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video gehabt zu haben und allen weiteren, die wir für euch noch machen. Bis bald und alles Gute.